Hallo, mein Name ist Georg Liebig, ich bin 62 Jahre alt und arbeite als Sozialarbeiter bei der Arbeiterwohlfahrt und dort betreue ich ambulant Menschen mit psychischen Erkrankungen. Ehrenamtlich organisiere ich seit 30 Jahren Gedenkstättenfahrt für junge Menschen nach Berlin und seit einigen Jahren auch nach Israel und Auschwitz. Was mich mit dem Jüdischen Museum Berlin verbindet, sind die wirklich tollen Workshops der Archivabteilung, die mit großer Professionalität und ganz viel Empathie die jungen Menschen, die an diesen Workshops teilnehmen, an die Lebensgeschichten der Menschen heranführen, die so sehr unter dem Terror der Nazis zu leiden hatten. Ein ganz besonderer Ort für mich im Jüdischen Museum ist der Garten des Exils. Wie ich finde, in beeindruckender Weise kann man dort die Lebenssituation der Menschen nachempfinden, die Nazi-Deutschland verlassen mussten und ein neues Leben mit all ihren Ängsten und Unsicherheiten in ihrer neuen Heimat aufbauen mussten. Unverzichtbar, emotional und informativ. Das Jüdische Museum der zentrale Ort ist, an dem die Kraft des jüdischen Lebens in Vergangenheit und Gegenwart deutlich gemacht wird. Ich wünsche dem Jüdischen Museum für die nächsten 20 Jahre ganz viele kluge und kreative Köpfe, die die notwendigen Konzepte entwickeln, damit das Jüdische Museum auch in Zukunft so lebendig bleibt. Ich möchte hier die Möglichkeit nutzen und mich bei all den Zeitzeugen ganz herzlich dafür bedanken, dass sie mir ihre Geschichten anvertraut haben. Die Geschichten dieser Menschen dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Die Zeit, wo Menschen wegen ihrer Religion oder politischen Überzeugung gedemütigt, verfolgt und ermordet wurden, dürfen sich nicht wiederholen. Jüdisches Leben in Deutschland muss eine Selbstverständlichkeit sein. Das liegt in unserer aller Verantwortung.